Beim Gestalten deines Tonendes musst du aufpassen, dass du die Spannung deines Ansatzes, die Körperspannung per se und natürlich auch das Zwerchfell ist gestalterisch immer noch im Einsatz. Ansonsten hätten wir das Problem, dass der Ton am Ende immer abfällt. Das heißt, er hat das Problem, dass er am Schluss immer nach unten abschmiert. Pow. Pow. Wie so ein kleines Glissando nach unten. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Tonende auch mit Spannung gestalten. Wenn du zum Beispiel am Ende ein C2 spielen musst, dann ist es nicht so, sondern es ist. Der Ansatz ist noch da. Ich führe die Luft bewusst nach außen und ich spüre auch im Oberkörper bis zum Bauchbereich nach unten, da ist eine gewisse Spannung vorhanden und diese ist auch dafür zuständig, dass der Ton am Schluss eben stabil bleibt. Wenn du das jetzt auf die Trompete überträgst, kannst du gerne immer vorher diese trockene Übung mit mir gemeinsam machen. Das heißt, wir sprechen mit Tü, ein deutliches Tü. Auch bei längeren Tönen ist es wichtig, dass wir die Spannung halten. Man sagt oft immer, und das habe ich früher als Kind auch oft gesagt bekommen, stützen bis zum Schluss, stützen. Was das heißt, wusste ich nie. Aber jetzt ist es eben wichtig, dass wir die Spannung des Ansatzes, die Luft bewusst nach außen führen und uns auch bewusst sind, dass der Oberkörper eine gewisse Grundspannung hat. Die hat er sowieso immer beim Trompete spielen. Aber wenn es zum Tonende geht, bleibt die eben aufrecht. Die fällt nicht ab. Die ist immer noch da. Wenn ich das musikalisch jetzt auf meine Trompete übertrage, dann haben wir die Töne, die so enden. Oder kurz. Ich merke immer noch, da unten ist angespannt. Ne? Das Zwerchfell arbeitet ja bekanntermaßen ja immer mit. Und ich versuche das aufrecht zu halten. Und dann ist es weg. Hier geht es vor allem darum, dass man sich bewusst macht, was im Körper passiert. Und dass es kein Zufallsprodukt ist, dass der Ton das eine oder andere Mal stabil aus der Trompete kommt und das andere Mal eben abschmiert. Nein, er sollte natürlich, wenn da ein C steht, auch ein C klingen. Wenn da ein G steht, dasselbige. Wenn natürlich drin steht, dass man am Schluss einen Fall spielt, dann ist es was anderes. Aber in der Regel sollten die Töne immer stabil nach außen kommen. Das heißt, hier muss man sich damit beschäftigen, dass Ansatz, Luftführung und Spannung im Oberkörper konstant sind, damit der Ton es eben auch bleiben kann. Probier's mal aus und halte mich auf dem Laufenden, welche Erfahrungen, Beobachtungen du gemacht hast und lasse am Ende gerne noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.